Was geht ab, Freunde? Euer Momo hier und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal, meine lieben Freunde. Ja, das erste Video soll um den Flieger im Hintergrund gehen, um den PMDG 747, und zwar seit kurzem, also seit vorgestern, dem 9. März, gibt es nun ein PBR-Update zu PMDG. Und ja, ich wollte euch gerne meine ersten Eindrücke mitteilen, wie ihr das installieren könnt, das Update, was ihr beachten müsst, was PBR eigentlich ist und wie es mit den FPS-Zahlen aussieht. So, dafür habe ich ein kleines Video schon im Vorfeld vorbereitet. Das gucken wir uns doch mal an. Und da könnt ihr es mit euren eigenen Augen sehen, was das PBR-Update jetzt nun mit dem Flieger gemacht hat. Und ja, was mir direkt auffällt, Freunde, es ist einfach... Das sind Welten zwischen jetzt diesem Update, diesem PBR-Update und dem Reflexionenprofilen von Tomato Shade. Also das sind wirklich Welten. Guckt euch allein die Reflexion am Rumpf an. Das ist einfach unfassbar. Das Licht, das reflektiert wird, das hat Tomato Shade einfach nicht hinbekommen. Oder vielleicht hat es hinbekommen, aber jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt wirklich Metall, was da reflektiert. Und ja, das sieht einfach natürlicher aus. Man hat das Gefühl, dass es wirklich ein echtes Aluminium, dass man einen echten Flieger gerade anschaut. Und wie gesagt, ich kann meine Faszination nicht in Worte fassen, weil ich so geflasht bin eigentlich. Guckt euch das an. Also wirklich, was soll man dazu sagen? Man sieht jedes einzelne Teil, jedes einzelne Aluminiumteil, was vielleicht zusammen verschweißt wurde, was zusammen geschraubt wurde. Also wirklich diese Übergänge, das sieht man alles. Und wie gesagt, ich habe Tomato Shade die ganze Zeit lang benutzt. Und es war noch nicht mal im Ansatz so schön wie jetzt. Guckt euch das an. Ich habe das jetzt mal sozusagen die Zeit durchlaufen lassen, von morgens bis abends. Und ihr könnt einfach mal die Reflexion sehen. Also, ja, es ist einfach nicht in Worte zu fassen, wie schön das aussieht. Guckt euch das an, Freunde. Also wirklich, mir fehlen die Worte und ich glaube, euch geht es genauso. Der Flieger ist schon schön. Also wirklich, die 747-8 ist schon ein sehr, 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 sehr schöner Flieger. Und dann noch jetzt diese PBR-Update dazu, das ist einfach wirklich top. Also wirklich sehr, 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 sehr schön, Freunde. Ich kann es eigentlich nicht genug sagen. Und vor allem so in der Dämmerung, wenn so langsam die Sonne untergeht, finde ich, kommt dieses PBR-Update noch mehr zum Vorschein, wie ihr es hier gerade sehen könnt. Also die Jungs haben da wirklich sehr gute Arbeit geleistet, Freunde. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Was einigen interessiert vielleicht, was macht es eigentlich mit den FPS-Zahlen? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also das Wichtigste ist, ich habe keine Verschlechterung gemerkt. Ich finde, das ist das Wichtigste. Und ja, wie gesagt, ich habe da keine Verschlechterung festgestellt. Und was einige auch noch beachten müssen, so, das Video mache ich kurz aus. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, hier, die hier sind mit Tomato Shade gemacht. Also, wie gesagt, die Reflexion war nicht schlecht, aber die sind nicht annähernd so gut wie, ja, die vom PBR-Update. Also, wie gesagt, ihr könnt es hier sehen, nicht im Ansatz. Wie gesagt, trotzdem an Augenschmaus, aber nicht im Ansatz. Es reicht nicht nur den Client zu aktualisieren, sondern auch das Content Package, also Paket. Viele sagen ja von 4.3 auf 4.4, also Prepared Version 4.3 auf 4.4. Es reicht, wenn ich nur Client update, das sagen die auch die ganze Zeit. Nein, um das komplette PBR-Update zu benutzen, müsst ihr auch das Content Package ja, updaten. Das ist halt mega, mega wichtig. Ich wollte euch hier noch zwei weitere Beispiele zeigen zu PBR. Also was es genau macht. Ihr könnt es sehen. Hier ist eine Pfütze, da ist nichts und man kann es ganz genau sehen, also naturgemäß, die Pfütze natürlich reflektiert das Licht einfach viel, viel besser. Das hat man schon als kleines Kind gesehen, eigentlich damals, aber man hat sich sozusagen nichts dabei gedacht. Aber da sieht man, wie wichtig es ist, sowas auch in eine Simulation umzusetzen und auch in den ganzen Spielen, die vielleicht in Zukunft kommen werden, wie wichtig das ist. Also wie gesagt, man kann sehen, hier die Reflexion und da hinten eigentlich fast nichts. Und wie gesagt, ja, das ist naturgemäß. Und hier noch ein Video von FS Dream Team, ja, ihr könnt sehen hier, diese Metallrahmen, die reflektieren das Licht einfach viel, viel besser als dieses Zement hier. Oder hier kam noch eine gute Stelle, genau. Ihr könnt sehen, das Licht hier wird einfach viel, viel besser reflektiert von der Fensterscheibe als hier jetzt von diesem Betonteil hier. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinausgehen möchte, meine lieben Freunde. Und die wichtigste Frage, darf ich noch Tomato Shade benutzen? Jein. Man darf Tomato Shade benutzen, aber nicht für die PBR-Flieger. Das ist halt sehr, sehr wichtig.
Dafür geht ihr einfach auf eurem Reflection Maker Profile, so zack, da ist es. Und ihr geht einfach hier drauf auf die 747-400er Flieger bis runter zu den 747-800er, also 800 sage ich schon, ey, ich dödel, die 747-8 Flieger, und ihr drückt einfach nur auf Restore und gut ist. Also wirklich, ihr müsst da nichts anderes mehr machen, außer auf Restore zu drücken und dann passt es. Für die anderen Flieger, ihr könnt zum Beispiel sehen, für die A320 oder für die PMDG 737 kann man ganz getrost weiter Tomato benutzen, Tomato Shade, also das macht überhaupt keinen Unterschied und ist auch wirklich kein Problem. Ja, meine lieben Freunde, das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr um den heißen Brei herumgeredet. Das ist mein erstes Video. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen, ja, ein bisschen lockerer mit umgehen und ihr könnt euch jetzt hier sein, also dass die nächsten Videos auf jeden Fall besser werden. Ja, meine lieben Freunde, das soll es von mir gewesen sein. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.